Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen und mein Boss, David Sarif, hat uns einen illegalen Auftrag gegeben. Ich freue mich ja so darüber. Können wir eigentlich diesen Lift benutzen? Ah, er ist deaktiviert. Ich vermute also, wir können nicht. Schade. So, mal sehen, ob Athena da ist. Ja, inzwischen ist sie da. Sehr, sehr schön. Hallöchen. Were you just speaking to David? I didn't know he'd finished his call. Is everything okay? As well as can be expected. Right, like I know what that means anymore. The phone's been ringing off the hook ever since Bill Taggart's little press conference this evening. Taggart. Sarif was speaking about him when I walked in. What's the founder of the Humanity Front saying about us now? Oh, he's all sincere this time, denouncing all the violence that's been committed against us, offering to come here in person to express his deepest sympathies. Right. No wonder the boss seems grumpy. Can you blame him? If it were up to Luddites like Taggart, you would have died on that operating table. The problem is, he knows how to play on people's fears. Tampering with human biology can be pretty scary. Tell that to all the war ants whose lives have been improved because of it. But if Taggart has his way, if he can sway popular opinion enough, then the United Nations will be forced to take a stand. Mark my words. That man is trouble. Interessant. Aber eigentlich sollten wir doch über was anderes mit ihr reden. Wenn ich mich richtig entsinne. Genau, wir hatten ja auf unserem Computer eine Nachricht gefunden. You better get going, Adam. I'm sure whatever David's asked you to do must be important. Aber das hat irgendwie auch gar keine Quest getriggert oder irgendwas. Hier gibt's noch mal eine Zeitung. Nichts Neues. Nanu. Aha, ein Waschraum. Ja, hier durchs eigene Hauptquartier zu krabbeln, ist wahrscheinlich nicht gern gesehen, könnte ich mir vorstellen. So, können wir ein Stockwerk eingeben? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir fahren eventuell bis runter in die Lobby. Hier können wir nochmal die Aussicht genießen. In meinem Büro soll ich mich melden, natürlich. Da sind wir auch direkt auf dem richtigen Stockwerk, aber ich laufe verkehrt rum. Wir sind direkt hier bei meinem Büro rausgekommen. Okay, da wurde gespeichert. Ups. Wer bist du denn? Momentchen mal. Hauptmission. Ah, ich sollte hier vielleicht irgendwo mal auf Nebenmission umschalten, oder? Wie geht denn das? Leute, Hilfe! Kann ich hier... Ne, kann ich nicht. Ah, aber gut zu wissen, mit Tab komme ich hier auch rein. Wie kann ich mir die Nebenmission anzeigen lassen überhaupt? Das wäre ja mal total interessant irgendwie zu wissen. F3, F4, irgendwas? Hier Hauptmission, vielleicht tauchen die auch einfach darunter auf, wenn ich welche habe. Ich habe keine Ahnung. Doing here? This is nuts. Ah, Tim Carella, der arbeitet mit Will zusammen, oder? Hey, Jensen. Man, it's good to see you. I'm glad you're back. How are you holding up? I manage. I'm sorry about Megan. I know it must be hard. For a while, we thought you were a goner, too. Everything's going to shit. The attack on HQ, and now this mess with the factory. Yeah, tough times all around. How about you, Corella? You okay?
I don't know. I fucked up. I mean bad. What happened? Well, a couple of months ago, me and Tyndall, you know, one of Pritchard's techs, we started sneaking out some neuropozyne from one of the labs. Jesus, Tim. You realize this could get you fired. Worse, arrested if the company chooses to prosecute. What were you thinking? I know. It's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. Anyway, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff and says he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot, Adam. I need that footage back. I know you're busy with everything that's going on right now, but I could really use your help. Interessant. Wir sollen ihn also aus der Scheiße ziehen, anstatt ihn einzubuchten, was wir eigentlich machen müssten mit unserem Job. Aber wir kennen ihn wahrscheinlich irgendwoher. Missionsdetails. What is it exactly you need me to do? I need you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment. On his computer, maybe. So what? I just look him up in the phone book? His apartment is near Brooklyn Court. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible, but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path. Maybe use the fire escape or something. Interessant. Vielleicht machen wir es einfach mal, weil Tyndall, wenn der da irgendwie der Drahtzieher quasi ist dahinter, hat er vielleicht Hinweise auf weitere Verstrickungen und kann uns vielleicht auch sagen, wohin er das Neuropozyne verkauft. And I should care about this because... Damn, Adam. Are you really going to shake me down like this? That's cold. I'm hurting here. Look, I may be able to get my hands on a weapon mod for you. Jeez, never thought I'd have to buy your help. Ja, wir fragen mal nach Tyndall. How about Tyndall? Can't you reason with him? You could try, but Tyndall's a pretty driven guy. I mean, the guy's like a rock. You'd need a Casey og or something to crack him. I got it covered. Und die deutsche Übersetzung ist leider nicht sehr gut. Pretty ballsy stealing a patented drug from a secure lab. How'd you manage to do it? Both Tyndall and I worked the night shift every other week. I stashed the neuropozyne in a bag while he edited the security footage. Guess he kept part of it. Ja, und wozu stehen das? Genau das würde mich nämlich interessieren und deswegen würde ich gerne bei Tyndall einbrechen. Neuropozyne. What could you guys want with an anti-rejection drug for augmentation patients? Reselling it? Providing a competitor? Why do you automatically assume I was trying to turn a profit? Ja, aber wozu denn dann? Neuropozyne. What could you Okay. guys want with an anti-rejection drug for augmentation patients? Why do you... Er erzählt uns nichts weiter darüber. Schade. Wir machen das einfach, würde ich sagen. Alright. Tell me more. Really? Wow, thanks, Adam. I thought I was done for. The security footage will probably be on his apartment computer. Meet me in front of the subway station parking lot once you get a hold of it. I got it from here. Did you get it yet? Adam, please. You have to get that security footage back. Ja, okay, also da können wir nichts Let me mehr get back to you. rausfinden. Aber wenn wir schon mal hier sind, hier waren nur die Kameras, glaube ich, können wir da inzwischen mehr machen? Nö. Schade. Haben wir eine neue E-Mail bekommen? Die hätten wir bestimmt auch auf unser Implantat bekommen. Ja, beim Anwalt waren wir schon, genau. Und ich dachte, deswegen sollten wir nochmal mit Margulis reden. Mit Athene. Sollen wir aber scheinbar gar nicht. Okay. So, und jetzt würde mich nochmal interessieren. Genau, Nebenmission. Taucht hier auf, sehr schön.
Und die sollte eigentlich aktiv sein. Die ist inaktiv. Ach, wir können ganz viele aktiv haben. Okay. Ja, wir gehen erstmal zur Klinik, danach kümmern wir uns um die anderen beiden Sachen. Tyndalls Apartmentgebäude finden. Tim Carella, ein Wissenschaftler bei Sarif Industries, hat mich um Hilfe gebeten. Offenbar zwingt ihn ein ehemaliger Mitarbeiter von Sarif, ein Kerl namens Brian Tyndall, ach, der arbeitet gar nicht mehr für uns, okay, für ihn Neuropozy'n zu stehlen. Tim möchte, dass ich das Druckmittel beschaffe, das Tyndall gegen ihn in der Hand hat. Dazu muss ich erst einmal Tyndalls Apartmentgebäude am Brooklyn Court finden. Wie es aussieht, kann ich es gar nicht verfehlen. Es ist das Gebäude mit dem großen Sicherheitstor. Yay! So, genau. Wir gehen erstmal in die Klinik zum Check-up mit Doktor Marcovic. Und du, Tim, denkst mal über deine Fehler nach so lange. Neuropozy'n von der Firma klauen. Und dann noch zum Sicherheitschef gehen und erwarten, dass er ihm hilft. Hervorragend. Mann. Saftladen hier. Lalalala. This whole thing just brings back bad memories. I love working here, but it's hard knowing that at any second... God, I can't talk about it. What if another bunch of radicals burst through the door, like right now, and start shooting? I know. It's so awful. Because you'd be the first to... I mean... You'd be... Be the first to what? Nothing. Forget it. Wie aufmunternd. Can you believe those fanatics? I mean, they think taking hostages will get augmentations banned? Ach, guck mal, Leute, wir haben hier 4 Sicherheitsleute, die den Eingang überwachen. Wir haben oben auf den Galerien noch mehr, die können von überall runterschießen. Ich denke, wir sind hier relativ sicher. Mr. Jensen, I heard it didn't go so well at the plant. Oh, did they really use poison gas? God, what an awful way to die. But I guess you're not here to talk about that. Can I help you find something? So, und warum rede ich gerne mit ihr? Weil Sekretärinnen eigentlich immer eine gute Informationsquelle sind. Die bekommen so ziemlich alles mit, ne? Über die laufen die ganzen Telefonate und so weiter und so fort. Also wenn man irgendwie Zugang haben möchte, dann ist eine Sekretärin ein sehr guter Ansatzpunkt, finde ich. Thanks, Achso. I'll find my way. Of course. Have a good evening, sir. Ich hätte gerne ein bisschen geklatscht und getratscht mit ihr. Hallöchen. Have you been to your office yet? Mr. Carella said he was looking for you, so I sent him to the 3rd floor. Wer bist du denn überhaupt? Ist ja auch eine Lobbyangestellte. Ah, hier wird überall ganz fleißig Nice geputzt. job securing the Typhoon, Jensen. Would have hated to see Taggart and his Humanity Front Group finding out about it. Und ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das Gebäude hier öffentlich zugänglich ist, denn eigentlich gibt es ja hier nur Forschung und Entwicklung. Also, weiß nicht. Was? Ja. Ich glaube, das wissen wir aber schon. The objective screen details your current missions and objectives. In here, you can find extra information that may help you better understand what needs to be done. Missions can be activated or deactivated, depending on if you want them to appear in your radar or not. Deactivated missions can still be completed. Sehr gut zu wissen. Macht's gut, Jungs. Ich komme später wieder. Aha, sprechen Sie in den Städten mit den richtigen Leuten, werden versteckte Nebenmissionen freigeschaltet. Mrs. Reed? Adam, Oh. I'm sorry you startled me. And please, call me Cassandra. You and Megan were together long enough. I was waiting for you. Ach, sie hat uns hier aufgelauert. Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you work, but to me, this is also the place where I lost my daughter. Mhm. Ja. Die Mutter von Megan, interessant. Einfühlsam und mitfühlend. Ich frage mich gerade, wie die englischen Wörter sind. Die sind bestimmt ein bisschen besser differenziert.
Mitfühlend hört sich aber besser an. Ich weiß genau, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Ansonsten einfühlsam. Ich habe das noch nie so gesehen. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich einfühlsam ist in dem Fall. Oder gleichgültig. Ich versuche nicht dran zu denken. I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A lot of things changed 6 months ago. I can't get over how much they've changed you. At first I couldn't even believe you were still alive. How do you handle all of this? Und hier können wir jetzt gereizt reagieren. Ich wollte das nicht. Adams Standardsatz. Oder gleichgültig. Ich tue, was ich tun muss. Argumentiert oder nicht. Oder optimistisch. Sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Ja. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Antwort. They did what they had to do to save me. And in a way, I can do more now than I ever could. I'm glad to know you take it so well. Many of us wouldn't be able to cope so easily with such traumatic changes. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of course. I'm sorry. I'm here about Megan. About what happened to her. Or rather, about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, I feel something is not quite right with the way the case was handled. You think there was some foul play involved? I do. Call it mother's intuition. But when speaking to some of the investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I met this detective, a man called Chase. He agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more? I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been, or have the chance to ask her about her day. She was stolen from me. However unjustified this all is, I still want to know why it happened. I can see why she loved you. Not even that degree of mechanical modification could change what she saw in you. Please, will you help me find out what really happened to her? Auf jeden Fall kümmern wir uns darum. Also zuerst dachte ich ja nur, das ist ja ganz häufig so, dass dann Verwandte, wenn irgendwie Leute entführt wurden oder getötet wurden, der Meinung sind, die Polizei unternimmt nicht genug. Aber wenn sie halt mit einem Detective gesprochen hat, Chase, der auch der Meinung ist, dann, dass da ein bisschen was vertuscht wird oder nicht sorgfältig genug ermittelt wird, dann sollten wir dem auf jeden Fall nachgehen, denke ich. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben den obergeilen Pimpmantel einfach. Und ich mag auch dieses Vermischen von viktorianischen Elementen mit Cyberpunk. Obwohl ich sagen muss, Steampunk auf der anderen Seite, was das ja auch macht, hasse ich eigentlich. Also ich mag kein Steampunk, keine Ahnung. Das wirkt für mich immer so unglaubwürdig. Cyberpunk auf der anderen Seite kann ich super einfach akzeptieren. Fragt mich nicht warum. Aber die Designentscheidung mit den viktorianischen Elementen überall, auch in der Architektur und so, die finde ich sehr cool bei Deus Ex. Also wir können jetzt ablehnen. Tut mir leid, das ist im Moment nicht möglich. Oder annehmen, klar, ich kümmere mich darum. Oder wir fragen erstmal nach Missionsdetails. Obwohl wir ja schon alles haben. Ja, nach einer Belohnung. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal nach einer Belohnung fragen, finde ich. Ne, dass wir den Typen da oben gefragt haben, klar. Da hängen wir jetzt mit in der Sache drin, sind bestechlich. Aber die Mutter unserer Ex-Freundin, ja, mit der wir beinahe vielleicht wieder zusammengekommen sein werden könnten, nach einer Belohnung zu fragen, das wäre schon echt schäbig. Wir kümmern uns drum. I never got a chance to investigate the attack myself. I'll look into it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase. Good. He works part-time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Why does a detective need to work part-time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Maybe he'll tell you more. I'm on it. Vielleicht hat er auch seine Nase zu tief reingesteckt und wurde dann gefeuert. Aber ist ja mal interessant. Muttergefühle.
Ja, Nebenmission 1 scheinen wir irgendwie schon verpasst zu haben. Passiert. Gebäude von Detective Chase finden. Megans Mutter, Cassandra Reed, möchte, dass ich Megans Ermordung untersuche. Wie es aussieht, hat ihr ein Detective namens Chase erzählt, dass die Polizei nicht sauber gearbeitet hat. Mehr wollte er ihr aber nicht sagen. Chase arbeitet gelegentlich als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court, ganz in der Nähe der Klinik. Vielleicht kann ich ihn ja überreden, mir mehr zu erzählen. Ja, da müssen wir eh hin. Einmal wegen der Klinik, einmal wegen der anderen Nebenmission. Und die Polizeiwache ist bestimmt auch zufällig am Jefferson Drive, nicht am Brooklyn Court. Hätte ja sein können. Das ist also die Polizei. Jensen, right? I've heard about you. Yeah, you were a good cop by most accounts. But you're lucky you got out. Oha, er ist also auch nicht gerade zufrieden mit seiner Arbeit. Cassandra liest hier Zeitung. Alles gut, Leute? Mr. Jensen, is it true that the leader of the terrorist cell got away? Guess you weren't as ready as Mr. Sarif thought. Ich kann dir auch einen aufs Maul hauen, Junge. Mann, Mann, Mann. I don't really have anything against it. I just think it's disgusting. I mean, grafting metal into your skin? Yuck. I guess you don't have any tattoos. It's not the same. You don't need to take drugs for the rest of your life when you have a tattoo. Well, I think what you do to your body is up to you. Yeah? Well, when everybody's done doing what they want, what happens to people like us who refuse to become machines? We become the weaker species, that's what. And the next thing you know, we'll be the ones living in derelict Rome. Wow, you really don't have an opinion on this, do you? Ja, also für den Rest seines Lebens Drogen nehmen müssen, ist schon scheiße, ne? Schmeckt die Zigarette eigentlich? I'm sorry. We're having a private conversation here. Mann, 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 würde ich mich auch ärgern, wenn ich drogenabhängig wäre. You believe it? We had the place surrounded, and we were ordered to hang back. Since when do we take orders from David Sarif? Maybe there was some hazardous material they were worried about. More like there was something illegal in there that they wanted their rent-a-cop to get rid of. We should have never let that guy in. No argument there. I can't see how things could have turned out any worse, given the number of civilian casualties there were. Ja, und da wird uns kräftig unter die Nase gerieben, dass wir das richtig verkackt haben. Radar sagt, wir müssen in diese Richtung. Aber ich suche eigentlich auch noch so einen Shop oder sowas. Was bist du denn? You ever get the feeling you're being watched? Ja, von dir zum Beispiel. Du hängst dir so auffällig an der Ecke rum und starrst mich an. Bist du ein Bankomat? Ach nein, ein Fahrzeugladestation. Vielleicht können wir uns auch mal so ein Fahrzeug angucken. Scheint ziemlich geräumig zu sein. Ja, beim Design haben sie sich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Naja, nicht schlimm. Ein Telefon. Da drüben ein Parkautomaten Dingsbums. Und hier eine Bushaltestelle eventuell, oder? Limp International, genau da wollen wir hin. Hier ist eine Ausstellung. Ist die offen? Nö. So, und irgendwie bin ich hier aber falsch zur Klinik gerade abgebogen. Müssen wir hier runter oder da hoch? Ja, verdammt, ich gucke einfach auf die Karte. Ja, ich bin komplett falsch abgebogen. Wie ist das denn passiert? Also da sind die Innenstadt-Apartments, hier ist die Klinik. Genau, hier ist die Zentrale. Und wir müssen hier vorne, also links rum. Keine Ahnung, was da hinten ist. Aha, und das Polizeirevier ist dann, also Klinik Apartments Polizeirevier. Ist, glaube ich, die vernünftige Route. So, und das gehört noch zu Sarif, wie es aussieht. Also wir müssen hier entlang. Oh, Letitia. Well, shit, if it ain't the captain himself.
Mr. Sarif done fixed you up good, ain't he? Give you a new set of glasses and everything. Damn. How you doing, Letitia? Didn't think I'd see you walking this boulevard anytime soon, that's for sure. Not after what happened 6 months ago. People said you's down for the count. People tend to underestimate me. You and me both, Captain. You and me both. You got any credits you could spare? Ah, ja, vielleicht haben wir das. Ja, sie scheint eine Informantin zu sein. Und zum Glück haben wir das Bier aufgesammelt in der letzten Mission. Ja, wieso sagst du mir nicht erst, was du weißt, und dann sehen wir weiter? Wir schauen mal. How about you give me some information, and then we'll see. Oh, damn, Captain. You ain't no cop no more. Why you gotta insist on using them rules? Because it's my money this time, not the department's. You want it, you better give me something that's worth it. Yeah, I guess. So what you wanna know? Interessante Frage, was wollen wir denn wissen? An wen muss man sich wenden, wenn man eine unregistrierte Schusswaffe braucht? What? It's been a while since I walked the beat. Where would a less than exemplary citizen go these days if he needed to acquire some unlicensed firepower? Well now, I hear there might be a gun seller or two around town. But an adventuring man, especially one fixed with some of them fancy techno-limbs Mr. Sarif makes, he might be able to acquire a few more if he's willing to go the extra mile. Ja, da schauen wir mal. Im Moment brauchen wir ja noch keine Waffen. You've always had a good feel for this city, Tish. What's the mood on the street these days? Oh, things ain't looking good, Captain. People losing their jobs, their homes, locking everything they's own into those garage door storage units round town, hoping nobody breaks in and steals stuff. Mr. Sarif gonna save us? He better do it soon. Or what? Not sure. Just feels like this whole city's waiting to explode. Especially in the alleys behind the gas station. Most of the time, you's fine walking there, long as you don't cause no trouble. But you do something wrong? Well, cops and punks both trigger happy these days. Mhm. Na, interessant. Angespannte Atmosphäre also in der Stadt. Und wir können aber so eine Lager, Container im Prinzip knacken, wenn wir sie finden, weil da interessanter Scheiß drin ist angeblich. I might need to do a little trespassing soon. Maybe get inside some places where I'd rather not be seen going in. You being kind of vague, Captain, but maybe it's best I don't know the Pacifics. You got that right. What I do know, though, is that most people tend to look down, not up. And even when looking down, they don't necessarily think about what's under their feet. If a person ain't too squeamish about getting dirty, they might be able to get inside one of the more sensitive areas in the city. Especially if they arm themselves ahead of time with the right information. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir die 2000 einfach abdrücken sollten. Wir geben ihr erstmal ein Bier. Here. It's not credits, but... Mighty kind, Captain. Mighty kind. How about you give me some information, and then we'll see. So, und dann schauen wir mal. I guess. So what you wanna know? Ob sie uns jetzt vielleicht irgendwas... I might need to do a little... You being kind of... You got that right. What I do know, though... Nee, tut sie nicht. Keine Gratis-Information für uns. I think I've got all the information I need right now, Tish. Maybe next time. I'll be right here waiting for you, Captain. Aber wir wissen ja jetzt, wo wir sie finden. Und auch, dass wir Informationen von ihr bekommen können. Wo geht's denn da oben eigentlich hin? Zur Stadtinformation. Aha. Und zur Bahnstation. Ja, genau. Central Station. Hier steht es auch dran.
könnten wir auch direkt rein. Alles Zivilisten hier. Hallöchen. Ein Fahrrad. Ja, damit kämen wir natürlich ein bisschen schneller hier durch die Stadt. Aha, wo geht's denn hier hin? Ach, das hier sind die Gassen hinter der Tankstelle. Da, wo es angeblich so gefährlich ist. Wir hätten uns gar nicht durch das Loch im Zaun ducken müssen. Wir hätten hier auch einfach reinspazieren können. Oh, ich komme wann anders wieder, oder? Ach, Quatschi. Grayson. Ja, irgendwie haben wir keinen Grund, mit ihm zu reden im Moment, denke ich mir. Aber ich vermute, er ist unser Waffenhändler. I ain't got nothing for you. Check with the man. And keep your hands where I can see them. Ja, sicher. You got anything you want to buy or sell? I'm the guy you want to deal with. Everything's on the computer, right at your fingertips. Ja, wir wollen natürlich verkaufen erstmal. Das Betäubungsgewehr nicht, nein. Die Pistole, behalten wir die? Behalten wir nicht. Wir haben 4000 Credits übrigens. Elektroschockpfeile behalten wir erstmal, bis wir eine Elektroschock-Pistole haben. Vielleicht hätten wir erstmal gucken sollen, was er hat. Ja, hier die Kugeln verkaufen wir auf jeden Fall. Revolvermunition brauchen wir auch gerade überhaupt nicht. Präzisionsgewehrmunition haben wir genau 1. MP-Munition auch. Schmerzmittel erhöhen irgendwie unsere Lebensenergie. Ja, werden wir wahrscheinlich eher selten benutzen. Die Viren behalten wir auf jeden Fall. Wein behalten wir auch erstmal. Bier, klar, haben wir gerade festgestellt, kann man immer gebrauchen. Splittergranate, weg damit. Die Schockgranate behalten wir. Ja, Schadensupgrade brauchen wir vielleicht noch. So, und was hat er denn? Schrotpatronen, Betäubungspfeile, Schadensupgrade oder ein Salvensystem. Ah. Kann man für die Schrotflinte, okay. Eine Schrotflinte. Ach, das ist eine Schrotflinte. Ich dachte, es wäre eine MP, was er hat. Eine Minenmatrix. Kombination mit einer Granate, um eine Mine desselben Typs herzustellen. Ah, okay. Aktivierung kombinieren Sie im Inventar Granate und Minenmatrix. Also können wir uns jetzt zum Beispiel eine Betäubungsmine basteln. Eine Schockmine. Automatisches Entriegelungssystem. Automatisches Hackersystem. Wählen Sie es wie eine Granate aus und werfen Sie es auf ein Terminal, um es zu hacken. Haha, ist ja interessant. See you soon. Ja, mal sehen. Können wir eigentlich seinen Computer anfummeln oder wird er böse? Wir können nicht. Ja, ganz kurz würde ich mich hier gerne noch umschauen. Ob es hier nicht doch das eine oder interessante Detail gibt, wie zum Beispiel dieses PDA. Der Palast. Crumbs schreibt an Labrat natürlich, der arbeitet also vielleicht bei uns. Hey, Laborratte, behalt das für dich, damit ich nicht auffliege, okay? Ich habe mein eigenes kleines Versteck. Crumbs Palast, in Klammern Depot. Der Code, um reinzukommen, ist 4626, aber Finger weg von der Pulle. Wenn du sie anfasst, gibt es den Crumbs Spezial. Landstreicher. Auch ein sehr altmodischer Ausdruck. Grayson, where he at these days? Yo, where you been, man? You been running shit through that abandoned gas station for weeks.
Oh, word? I wanted to get some upgrades for my Zenith 10 mil. He can hook you up nice, man. If you go, tell him I sent you. I want a discount next time. Word. Mhm. Interessant. Und hier kommen wir gar nicht rein. Da könnten wir vielleicht mit Cyberbein reinhüpfen. Aber da oben scheint nur Schutt drauf zu liegen. Und ich vermute, hier kommen wir irgendwie zu einem Hintereingang zu einem der Apartments. Ja, genau. Nicht hier die Nebenmission. Dahin wollen wir also eigentlich noch gar nicht. Wir wollen in die Klinik. Denn wir müssen ja mal gucken, ob unsere Implantate alle nach Norm funktionieren oder nicht. Da sehen wir es schon, Limb. Der große Schriftzug. Heißt übrigens Extremität, also Arm, Bein. These limb people are drug pushers. Someone is getting rich while the rest of us are suffering. I wouldn't know about those things. All I know is that this violence doesn't serve anyone. Well, I guess the question now becomes, will the pro-human groups retaliate when Bill Taggart gets here? He's that Humanity Front guy, right? He's speaking at the convention center in a few days. Ugh, that's gonna be a day from hell. Super. Alles klar, Officer? If you see any sign of Purity First agitators on the streets, please report it. We don't want any more trouble. Ja, sicher. Da drüben wird auch gerade einer befragt, wie es aussieht. Und wir haben wieder ein kleines bisschen Platz im Inventar. Das könnten wir wahrscheinlich mal irgendwie ein bisschen aufräumen. Das kann ich mir jetzt leider nicht verkneifen. Tut mir leid, Jungs und Mädels. So rum oder lieber so rum? Ah, ich denke so. So, aufgeräumt. Yay. Ordnung muss sein. Auch im eigenen Inventar, ganz klar. These limb riots are being organized by the government. They want an excuse to exact martial law and split this country up. Keep it down, pal. People are on the edge right now, and we don't want any more trouble. What will you say when you're kidnapped by a bunch of augmented soldiers and put in a concentration camp? I haven't put much thought into it, okay? Haven't you heard of REX-84? FEMA is setting up camps right here in Detroit. Yeah, and Stevie Y is actually a 600-year-old vampire. Wow, echt? Das wusste ich gar nicht. Interessant, da hinten eine Straßensperre, das gucken wir uns auch mal irgendwann noch an. Aber erstmal in die Klinik. Wir haben lang genug gebummelt. Mr. Jensen, David Sarif told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been 6 months, Doc. Shouldn't I be under Opposine shots by now? One would think, but these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrodes seems to be getting stronger. So I'm free to go? Well, Mr. Sarif did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Sarif want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as Praxis kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Sarif did make a generous donation to LIM in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuroenhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look.
Ah, das ist also die Ausrede dafür, dass wir Implantate nach und nach dazu kaufen können. Kaufen. Taifun-Munition. Okay. Haben wir das Taifun-System eingebaut. Hypostim. Gewährt 50 zusätzliche Gesundheitspunkte. Maximal 200 und ja, die bauen sich dann wieder ab. Okay, Cyberboost Pro Energy Dose. Wie viele Rationen sind da drin? 3 Energiezellen. Okay, brauchen wir im Moment also noch nicht. Und hier können wir uns ein Praxis-Kit kaufen. Ah, und wir haben gerade 5000 dazu bekommen. Ja, das kaufen wir uns doch direkt mal. Menge 2. Können wir uns auch 2 kaufen? Ja, können wir. Das ist sehr cool. Dann haben wir jetzt zwar kein Geld mehr. Zum Glück haben wir nichts für die Information ausgegeben, denke ich mir gerade, denn das kommt ja gerade so hin. Aber dafür haben wir jetzt 2 zusätzliche Praxispunkte bekommen. Very well, Mr. Jensen. Use it in good health. Ja, werde ich machen. Ach, und das war schon Doktor Marcovic. Die sitzt hier vorne direkt in der Aufnahme. Hi, alles gut? Nice jacket. I bet you're hiding some real cutting-edge enhancements under it, aren't you? Hast du meine Schultern gesehen, Mädels? Mädel, natürlich. Und Adam Jensens Schultern sind wirklich, wirklich übertrieben, finde ich. Ja, da haben wir jetzt ein Praxiskit. 2 sogar. Irgendwo im Inventar, dachte ich. Vielleicht haben wir sie aber auch einfach schon heimlich benutzt, als keiner hingeschaut hat. Hier haben wir noch ein Bier. Ja. Hier ist ein Paket. Was macht denn das eigentlich? Lädt 2 Energiezellen wieder auf. Aha, es gibt also einzelne Riegel für einen Punkt, ein Paket, das wir auch noch nicht benutzen können, weil wir einfach nur 2 Punkte haben insgesamt, das 2 Punkte auflädt und die letzte Zelle lädt sich immer von selbst wieder auf. Und wenn man eine Zelle anbricht, lädt die sich auch von selbst wieder auf. Und ja, und dann gibt's halt noch die großen Pakete, die machen Dinge. Die laden 3 Zellen auf. So, ich beende die Folge hier an der Stelle mal. Beim nächsten Mal schauen wir uns hier noch ganz kurz um. Gucken mal, ob wir noch mit jemandem reden können. Schauen uns die Straßenblockade an und dann machen wir Nebenmission. Denke ich. Oder wir gehen direkt zum Polizeirevier. Mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis dann. Ciao.